Guten Morgen Leute, es ist Sonntag, der 18. Mai und ich laufe die Asperguswanderung in Hünchow, 30 Kilometer. Und ich muss jetzt feilen wollen. Bin jetzt im Schauen, wo die sind. Da sehe ich keine, denn hier ist eine Kreuzung. Wenn ich keine... Da läuft einer. Muss man eben schauen. Da laufen Leute. Sehe ich da einen Pfeil irgendwo? Da stand ein Pfeil. Da bin ich ja schon. Da steht. Stand diese Seite auf. Wo ist er jetzt? Ich sehe es nicht. Habe mich schon verlaufen, jetzt schon. Kann nicht wahr sein. Da läuft einer, muss man eben schauen. Ich bin das schon. Wo steht der Pfeil irgendwo? Guten Morgen Leute, es ist heute der 18. Mai. Und ich laufe jetzt die Asperguswanderung von Hünchow. Und muss jetzt Pfeilen folgen. Sind auch Pfeilen und Bändchen, aber der Pfeil hier geht nach links. Okay. Und dann verlassen wir Hünchow schon, ne? Nach wenige hundert Meter. Ich werde mal eben die Kamera umdrehen. Ich sitze hinter dem Schild stehe. Da stehe ich hinter dem Schild. Ja. Da gehen wir raus aus dem Dorf. 30 Kilometer heute. Pfeilen und Bändchen folgen, wie Sie schon sahen. Das Wetter ist scheiße, es ist kalt, 11 Grad und es regnet ein bisschen. Ganz leichte Fieselregen. Also ich hoffe, dass es besser wird heute. Und das ist gar nicht gut. Da kann man nichts machen. Es sind ja nur 30 Kilometer also. Ja, ich bin kaum raus aus dem Dorf und da steht schon das erste Schild Spätzung. Also es gibt hier eine Spätzung von Kilometern. Und hier gibt es so ein Denkmal. Das ist natürlich vom Krieg, ne? Der nie beendet ist. Die meisten wissen schon, wo ich drüber habe. Ne? Es gibt Frösche hier. Okay. Ja. Haben wir auch schon gesehen. Erste Denkmal schon gesehen. Also was steht hier? 6, 12, 18, 30 geradeaus. Und die Puzzleroute geht hier nach rechts. Wie bitte? Ein was? Ein Puzzleroute? Okay. Naja. Das ist mal wieder etwas anderes. Und nach wenigen Metern kommen die nächsten Schilder. Und wieder eine Gabelung von Kilometers. Also was wird hier dann stehen? Es geht hier Schlag auf Schlag. Ich habe noch keinen Kilometer gelaufen, glaube ich. Ich kann es nicht sehen, meine Samsung ist in die Rucksack. 9, 12, 18 und die 30 nach rechts. Links, Entschuldigung. Die 30 geht nach links. Und es bleibt ein bisschen regnen, so ganz feiner Nieselregen. Unglaublich. Ein schönes weißes Pferdchen in die Weide. Auf dem Koppel, sagen wir. Jetzt ist es ein bisschen trocken, aber es ist immer noch sehr kalt, der Wind ist kalt. So um die 11 Grad heute. Und da sind schon ein paar Leute unterwegs auf die 30. Also ich bin nicht alleine. Ah, und?
Geil. Der Mann läuft da, also müssen wir auch dahin. Ich habe der Pfeil nicht gesehen. Aber da ist ein Bändchen. Ja, es läuft sich gut hier. Und da ist auch ein Pfeil. Immer wenn einer vor dir läuft, ist das etwas einfacher. Und hier müssen wir nach rechts. Wenn jetzt die Sonne schien, wäre es noch viel besser, ne? Aber leider. Wir gehen über die Hosterstraat. Okay. Gras, Leute, und das bei diesem nassen Wetter. Ai, ai, ai. Nasse Schuhe. Obwohl es doch sehr trocken ist. Unglaublich. Ja, Höhenmeter heute. Vorige Woche 750, heute keine. Man kann eine Wasserwaage hinlegen hier. Ich denke nicht, dass es viel Höhenmeter gibt. 50 oder die noch gar nicht. Aber wir laufen weiter. Und doch ist es ein bisschen feucht hier. Ja, ich merke es. Der Uffelse Bach, Leute. Da bewegt sich einiges im Wasser. Und ich laufe noch immer durch die Wiese. Entlang der Uffelse Bach. Oder Uffelse Bach oder so etwas. Und ich finde es etwas weniger kalt jetzt. Es geht. Der Wind hat sich auch ein bisschen gelegt. Und guck mal, unser guter Freund der Biber. Er war hier am Werk, ne? Er war hier in der Arbeit. Ja, hat das mal schön abgedammt, ne? Geil. Ja, das ist auch mal schön, ne? Und der nächste Biberdamm. 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 Ja, Biberdamm. Und das ist ein großer. Sind die Jungs aktiv hier? Unglaublich. Boah. Wir hatten noch kein Biber vor der Kamera. Das wird das nächste Ziel. Ja Leute, 7,37 Kilometer gelaufen. Bin jetzt weg von VP1, kleines Malheur. Da war die Streckenführung nicht sehr deutlich. Und da sind wir alle auf die 30 weitergelaufen, sollten wir rechts ab. Aber in der Ferne stand schon ein Bändchen. Der Mann läuft da, also müssen wir auch dahin.
Ich habe der Pfeil nicht gesehen. Oh, da ist ein Bändchen. Von der Rest der Strecke, wo die anderen liefen. Und das haben die jetzt abgeändert. Und da war ich wieder zurück am Anfang. Und jetzt bin ich mit dem Mann mitgefahren im Auto. Und der hat mich zu VP1 gebracht. Und ja, jetzt laufe ich von da aus wieder. Und jetzt haben wir das abgeändert. Das Bändchen ist weg. Das sehen wir, das sieht die 30er jetzt nicht mehr. Und jetzt werden die wahrscheinlich nicht mehr falsch laufen, denn ich war schon der Dritte, der falsch gelaufen war. Und Jungs, nein, ihr seid alle Frauen. Das sind ja Kühen. Geil. Und? Alles gut mit dich? Ja? Geil. Das sind alles Kühen, Leute. Und wir laufen hier über einen Feldweg. Hör mal. Ja, mal was Ablenkung, die Tiere. Ja Leute, es gibt wieder eine Abzweigung. Jetzt müssen wir doch sehen, wo wir hin müssen. Vorsicht ist immer der Porzellangäste jetzt. Ne? Einen Fehler haben wir schon gemacht heute. Ja, Fehler konnten wir auch nichts dran tun. Ne? Weil das Bändchen war das schuld. Das in der Ferne zu sehen war. Aber wir müssen gut schauen hier, was hier steht. Die geht nach links und geht auch nach rechts. Und jetzt muss ich schauen, was hier steht. Das ist die 6 Kilometer, die geht nach rechts. 12, 18, 30 geht nach links. Okay, gut. Und ich werde mal die Kilometerzahl anschauen auf Komoot. Muss ich mal eben sehen. Versuche die Kamera gerade zu halten. Ne? Wenn die Samsung sich mal einschaltet. 9,96 Kilometer, auf fast 10 Kilometer. Ein Drittel der Strecke ist fast weg. Und wir laufen 5,5 Kilometer pro Stunde. Doch noch. Auch das ist doch noch recht gut. Ne? Und hier steht, wir befinden uns auf 13, 12, 18 und 30 Kilometer. Also das ist gut. Das ist eine Bombestrecke, Leute. Die ist sehr schön. Viel Felder, aber doch ist eine schöne Strecke, finde ich. Da hinten läuft die A2, die Autobahn, ja. Die nach Eindhoven ist nach links und nach Maastricht ist nach rechts. Und da hat man ja den Turm von Ittervoort. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Turm ist. Und hier gehen wir dann wieder nach rechts. Ne? Und das ist schon einiges an Wanderer unterwegs. Ich weiß nicht, wo der nächste VP ist. Aber der erste war nach 8 Kilometer. Denke ich, dass der zweite VP ungefähr 15, 16 Kilometer ist. Schätze ich, VP 2. Werden sehen. Es gibt wieder eine Abzweigung, Leute. Also, wir müssen mal sehen. Ich denke, dass die 30 wieder weggeht von der Strecke. Aber man sieht den Turm jetzt gut, ne, da bei Ittervoort. Lass mal sehen, was hier steht. Die 12 geht hier nach rechts und die 18 und 30 geht nach links. Okay, ja. Also das ist nur noch die 18 und die 30, wo wir jetzt laufen. Und da gibt es auch wieder eine Kennzeichnung hier, dass wir jetzt die 18 und die 30 hier laufen. Es ist schon gut gemacht, muss ich sagen. Ja, das ist sehr gut gemacht hier. Hallo. Nur das Malheur mit das eine Bändchen, ja, da konnte ich auch nichts dafür. Der Mann hat es jetzt erkannt und hat gesagt, nächstes Mal weiß ich, dass ich das nicht mehr machen soll. Aber naja, das kann mal passieren. Also ab 7,37 gelaufen bis zum VP1. Sollte eigentlich 8 sein, also vermute ich, dass ich nicht ganz die 30 voll bekomme. Aber kannst du nichts machen. Und da ist jetzt natürlich ein Loch im Komoot.
Weil ich habe ein Stück ja, nicht gelaufen, der hat mich ja mit dem Auto dahin verfrachtet. Aber das macht nichts. Es gibt wieder eine Abzweigung, Leute. Bei die Kapelle hier. Da gibt es eine Abzweigung. Zinshof, okay. Jetzt muss ich mal schauen, was das hier sein soll. Die 30 geradeaus, die 18 nach rechts. Also wir gehen geradeaus. Nach 14,6 Kilometer komme ich an VP2. Ja, wie ich schon gesagt habe, 14, 15 Kilometer. Und die schöne Frau möchte ein Foto machen. Das geht. Hallo. Guck mal, schöner alter Ofen. Geil. Hallo. Das ist geil, das Ambiente. Super geregelt. Ja, 14,8 Kilometer. Das war VP2. Ich habe mal eine Kirschtorte gegessen und ein Wasser getrunken. Das war gut. Und jetzt laufen wir die zweite Hälfte der Strecke. Wir sind ungefähr auf die Hälfte. Also wenn ich das so durchziehe, dann wird es auch noch ein VP3 geben. Und das wird dann, schätze ich, ungefähr 15 und 7, 22, 23 Kilometer, denke ich, gibt es einen nächsten VP. Ja, läuft gut. Läuft super sogar. Und die Temperatur ist jetzt 13 Grad. Also es ist nicht richtig warm. Ich kann die Jacke nicht ausziehen, das ist mir zu kalt. Die nächste Abzweigung, Leute, die nächste Abzweigung. Hier kommt sie. Es gibt überall Asperges hier. Asperges. Das ist mal eine Aspergeswanderung. Kann man sagen, was man will. Überall sind wir, da steht auch wieder Asperges, ne? Das ist ein Aspergeswanderung. Hier gibt es eine Abzweigung. 18 und 30 nach links und die 12 nach rechts. Also wir gehen nach links. Hier sind wir auch wieder das Eiere. Omas Gehöft. Ja, jetzt muss ich mal übersetzen. Jetzt bin ich es. Muss ich mal selber denken, was es bedeutet. Ja, es ist mir einfach weg jetzt. Ich werde schon wieder zurückkommen. Manchmal gibt es das. Dann hat man einfach ein Blackout. Omas Bauernladen, jetzt weiß ich es wieder. Omas Bauernladen ist das. Ja, das war's. Und wir sind hier auf die 18 und 30 Strecke, okay. Omas Bauernladen. Manchmal ist das so schwierig, ne? Weil man übersetzen muss über eine andere Sprache. Das ist manchmal ja, nicht einfach. Und da haben wir wieder einen Pfeil und gehen wir, glaube ich, nach links. Kann es sein? Da kommen Leute angelaufen. Ja, wir gehen nach links. Und da ist auch ein Bändchen. Und die Strecke ist gut ausgeschildert, muss ich sagen. Hut ab. Guten Job gemacht. Super.
Und hier steht ein Grenzpfahl, ein Grenzpfosten. 1843. Niederlande. Und da steht, das ist Nummer 145. Also, jetzt gehen wir hier über die belgische Grenze. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ach, das ist ein Grenzpfosten. Werden sehen. Okay. Und das ist nicht zu glauben. Es gibt wieder ein Abzweigen. Nach 18 Kilometer. Das bedeutet, dass die 40, die 30 hier abzweigt von die 18. Und da hinten, die Häuser sehen aus wie Belgien. Ah, mal schauen hier. Die 18 rechts, 30 geradeaus. Und hier ist Kamera. Vlasbrei. Ja, wir sind in Belgien, Leute. Tatsächlich. Das wird eine Grenzwanderung. Definitiv. Da steht wieder ein Grenzpfosten. Links Belgien, rechts Niederlande. Nummer 146. Tatsächlich, wir laufen in Belgien. Wir befinden uns auf die 30 Kilometer Strecke. Guck mal hier, wie der Strom hier läuft. Ne? Also das ist geil. Da kann man so ran. Sicherheit, naja, das ist Belgien. Ne? Die Leute haben ja mehr Verstand, mehr Grips im Kopf. Ne? Die wissen, dass man da nicht rangeht. Nach 20,7 Kilometer lässt die Sonne sich mal sehen. Ne? Ein bisschen Sonne. Das ist gleich warm, wenn die Sonne scheint. Hier liegt ein 30 Kilometer Schild. Hat einer einfach hier hingeschmissen. Ja, ganz einfach, da liegt es. Ja. Macht man einfach, ne? Schmeißt man einfach dahin. Ja, 20,7 Kilometer heute. Bis jetzt. Und das läuft super. Also ich denke, dass wir in 2-3 Kilometer einen VP haben. Der letzte VP. Und dann laufen wir bis zum Ende. Es wird richtig warm jetzt. Heiliger Scheiße. 21,9 Kilometer. Und hier ist der nächste VP. Wow. Right. 22,3 Kilometer sind weg nach VP3. Und wir laufen jetzt zurück zur Hünschel. Das hier ist elektrischen Draht, also da muss man nicht anfassen. Ne? Das ist nicht gut. Und wir laufen hier ein Dorf hinein. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Wir müssen noch ungefähr 7 Kilometer bis zum Finish. Also, das kann Ittervoort sein. Vermute ich. Und hier gehen wir links. Ich vermute Ittervoort. Das liegt ja an der belgischen Grenze. Da kommen wir ja her. Dann an der Seite ist ja die belgische Grenze. Also kann es sein, dass wir in Ittervoort sind. Und von Ittervoort kann man nach Hünschel. Ja Leute, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, meine Mikros hängen etwas anders. Ja, die hängen jetzt gerade. Weil ich habe einen neuen Rucksack. 60 Liter für 35 Euro. Das war nicht viel. Aber den Riemen unten, da habe ich die Last nicht ganz im Rücken. Ne? Und ich muss schon sagen, geht schon gut. Ne? Und die Befestigung für Mikros, das ist natürlich super. Hier vorne. Und es weht ein kalter Wind hier. Und da vorne steht ein Schild. Da gehen wir raus. Da kann ich sehen, was für Ort es ist. Also den Ort verlassen wir nach
22,8 Kilometer verlassen wir den. Und das ist Haller. Haller ist das, okay. Haller. Ist mir unbekannt. Nach 24,6 Kilometer, Leute, komme ich zurück in Haller. Wir haben nur einen kleinen Umweg gemacht. Rund um Haller. Und sind wir wieder zurück in den Dorf. Da ist ein Café, so zu sehen. Kann man sich etwas trinken. Wir gehen hier nach rechts. Nein, nach links. Mann. Mein altes Rechts-Links-Problem. Und hier ist eine Kirche. Und hier kommen Autos links und rechts. Das ist unglaublich hier. Heilige Scheiße, hier ist was los. Geradeaus, sagt er. Und wenn ich es so sehe, laufen wir wieder draußen aus Haller, ne, da vorne. ...24,8 Kilometer, ja, 24,9 Kilometer verlassen wir Haller wieder. So zu sehen. Und die Sonne scheint. Hallo, Sonne, schön, dass du mal da bist. Haben dich schon richtig vermisst heute. Ach, da gibt es ja auch einen Fußgängerstreifen, ne? Aber der endet da. Hat keinen Zweck. Viel Verkehr hier auf dieser Straße. Muss ich schon sagen. Und tatsächlich, auf 24,9 Kilometer verlassen wir das Dorf wieder. Und ich denke zum letzten Mal, und da geht noch eine Taube, okay. Ich denke zum letzten Mal. Ja Leute, ich laufe wieder langs die Öffelse Beek. Das gleiche Stück wie heute Morgen habe ich ja hier zum Laufen. Weil wir standen hier am 7,37 Kilometer wieder am Finish, ne? Auf die 30, da war ein Problem. Also werde ich jetzt die Abmoderation weitergeben an der Zukunfts-SEO vor dem PC. Guten Tag Leute, heute die Abmoderation der Spargelwanderung Hünsel 18.05.2025, ein Sonntag. Und das war eine super gute Wanderung, eine sehr schöne Wanderung sogar. Wir haben da gelaufen, ab 7 Uhr war das, ja, da bin ich sehr früh habe ich da angefangen. Wir waren ungefähr nach 7,37 wieder zurück am Finish. Ja, das war das schnellste, was ich jemals eine 30 Kilometer Wanderung absolviert habe. Ja, nein, das Problem war natürlich, da war ein kleines Problem in die Strecke. Da war die Anfang der Wanderung und das Ende der Wanderung, die waren sehr nah beieinander. Und da hang ein Bändchen und
durch das Bändchen sahen die Menschen nicht, dass man vorher rechts abbiegen musste. Und dann lief man auf die Ende der Strecke und war man nach 7,37 Kilometer wieder zurück am Anfang. Und ich war schon der Dritte, der da reinkam, und da haben die den Mann angerufen von der Strecke und der hat gesagt, komm im Auto, gehen wir schauen, was das Problem ist, werden wir das lösen. Und das haben wir gemacht. Wir haben die Stelle gefunden über Komoot, weil ich nehme ja alles über Komoot auf, haben wir gefunden, wo die Stelle war, wo das Problem war. Und tatsächlich, das war das Bändchen, das sieht man auch im Video. Ne? Hat das Bändchen weggeholt und er hat noch einen zweiten Pfeil hinzugefügt. Und ja, jetzt denke ich, dass das kein Problem mehr war für die Wanderer, um da richtig zu laufen. Und dann hat er mich abgesetzt an VP1, ne? Denn von da an konnte ich dann wieder weiter wandern. Nur das letzte Stück habe ich dann natürlich zweimal gelaufen. Also das war ein bisschen langweilig, aber kann man nichts machen, ne? Weiter war die Wanderung sehr gut, die Strecke war gut ausgeschildert, super ausgeschildert. War auch eine schöne Wanderung. Sehr viel Aspergesfelder gesehen. Ja, es war eine Aspergeswanderung. Und sogar am Ende gab es noch eine Tasse Aspergessuppe. Ja, das ist wie es sein soll. Ne? Auch die VP's, die waren absolut super. Waren gut. Es gab Kaffee, es gab Limo und Nimmer auf Torte. Alles war genügend anwesend. Also es war sehr gut. Sehr gut geregelt alles. Und das war kein Wanderverein, es war die Musikverein war es, die das organisiert hatte. Der Musikverein. Na, werde ich meine Maus mal dazu nehmen. Wir haben ein paar Fotos gemacht, wie das Kriegsdenkmal in Hünschel. Das war ein Highlight, okay, ich sehe es jetzt. Hier sind die Fotos. Ja, das Kriegsdenkmal haben wir hier gesehen, ja, das war das erste Highlight des Tages. Ein Foto von gemacht. Haben auch in die Tüngelroy-Wanderung, glaube ich, gesehen. Zur Kapelle Tüngelroy. Ja, habt ihr auch gesehen, glaube ich. Da gab es hier noch eine schöne Kuh mit einem Kalb. Ne? Also sehr schöne Skulpturen. Ein Aspergesfeld. Ja, haben wir mehrere gesehen heute. Auch super. Gab es natürlich auch Kreuze. Es gibt alte Werkzeuge, ja, alte Maschinen kann man besser sagen, Landbaumaschinen. Dann gab es den Öffelse Bach, da war ich viel zu früh dran. Das war eigentlich am Ende der Wanderung. Aber naja, ihr wisst ja, hier auch wieder sehr schön. Und der Biber war da am Arbeiten, ne? Man sieht es hier. Und hier war er nochmals am Arbeit. Und da haben wir schon wieder die Kirche von, ja, man kann es nicht glauben. Viel zu früh. Oh, das bin ich so zu sehen. Ein bisschen Wasser, ne? Da war da eine kleine Kapelle. Das ist das Innenleben der Kapelle. Wahrscheinlich eine Maria-Kapelle. Ich habe keine Ahnung. Das ist die Kapelle. Und hier sind wir sehr etwas weiter weg. Mit die schönen Bäumen. Ne? Die sind noch nicht grün. Obwohl es Mai ist. Und hier waren wir schon in Belgien. Ja, es ist eine Grenzwanderung, denn wir waren auch in Belgien mit dieser Wanderung. Unglaublich. Das hatte ich gar nicht erwartet. Das war das war die Kirche. Jakob de Meerdere Kerk war das? Nein, das war die in Hünschel. Das war die Kirche in, der Name ist mir entfallen. Werde ich sehen. Und das ist, wo wir den Anfang am Ende haben, ne? Das Parochiehaus St. Jakobus. Mit da vorne noch eine Skulptur aus den 4045. Also nicht so viele Fotos heute. Mal eben schauen. Das war die Maria-Kapelle, haben wir nicht gesehen, da waren wir nicht dran, Wounded Knee auch nicht. Das war eine andere Wanderung, wo wir die gesehen haben. Die Kapelle. Das war in Belgien.
Kann ich das? Nein. Ja. Sint Isidorus-Kirche in Haller was das ja. Das war in Haller. Also, wir haben gelaufen 5 Stunden und 30 Minuten. Genau. 5,5 Stunden, genau. 30,6 Kilometer pro Stunde. 5,6 Kilometer pro Stunde Durchschnitt. Und waren doch 110 und 120 Meter hoch und runter. Hatte ich nicht gedacht. Ich fand es sehr flach da. Okay. Das war eine sehr gelungene Wanderung. Das war was anderes als in Sint-Odilienberg. Das fand ich, ja, die fand ich weniger. Aber diese Wanderung, das war ein Musikverein und die hatten das sehr gut gemacht. Sehr gut. Die nächste Wanderung ist in Margraten, 42 Kilometer. Das ist am 29. Mai. Ja. Dann, das ist eine Freiheitswanderung, ist das. Sagt man ja. Ich nehme da die größte Strecke, die 42. Ab 7 Uhr werde ich da loslaufen. Damit ich so um 2, 3 Uhr mittags zurück bin. Denn ich muss ja noch eine Nachtschicht drehen, den Tag. Eieiei. Aber ich habe gesagt, ich lasse mich das nicht vermiesen durch den Nachtdienst. Ich werde einfach laufen. Okay, wenn Ihnen diese Wanderung gefallen hat und dieses Video auch, dann gibt es einen Daumen hoch. Schreibt in den Kommentaren, was ihr fand von dieser Wanderung. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Das wird dann die Video von Margraten sein. Ja, das wird die Video von Margraten sein. 42 Kilometer. Das wird die nächste Video. Und dann sagt das einfach weiter. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao, Ihr Theo.